Hallo allerseits. Ich bin Peter Pernsteiner und begrüße Sie recht herzlich zu meiner Reportage über ein weiteres großes Spur 1 Modulfahrtreffen mit vielen tollen Modellen im Maßstab 1:32. Am 2. September 2022 war nach knapp 3 Jahren endlich mal wieder bei Reinhold Brenner in München eine riesig große Spur 1 Modulanlage aufgebaut und mit vielen Zügen im Einsatz. Sie bestand aus rund 100 Modulen mit zusammen fast 100 Weichen. Auf der zweigleisigen Hauptstrecke mussten pro Fahrrunde etwa 100 Meter zurückgelegt werden. Im Verlauf des Abends kamen mehr als 100 Spur 1 Modellbahnfans und waren durchwegs begeistert. In meinem Videobericht sind verschiedenste tolle Züge zu sehen, zudem zeige und erkläre ich auch ein wenig zu den Anlagendetails. Ich wünsche allen Zuschauern für die nächste halbe Stunde viel Freude an meinem Video. Zunächst zeige ich den Kernbereich der für diese Veranstaltung in einer Lagerhalle aufgebauten großen Modulanlage. Er bildet den Augsburger Hauptbahnhof im Betriebszustand bis Herbst 2018 nach. Deshalb hat er 5 Bahnsteige mit 9 durchgehenden Gleisen. Jedes Modul ist 2 Meter lang und 90 Zentimeter breit. Die Bahnsteige haben eine imposante Länge von 12,80 Meter und sind fast vorbildgerecht. Wie beim Vorbild haben 4 Bahnsteige an beiden Enden jeweils ein Stumpfgleis für einen Regionalzug oder eine Lokomotive. Momentan fehlen an den Bahnsteigen allerdings noch die Dächer. Das Bahnhofsgebäude ist übrigens 3,50 Meter lang und wurde von Reinhold Brenner bereits recht toll gestaltet. Und zwar nicht nur vorne auf der Bahnsteigseite, sondern auch auf der Rückseite. Der zweite Teil des Augsburger Bahnhofs ist das Bahnbetriebswerk Augsburg. Es ist zwar ebenfalls bei weitem noch nicht vollendet, lässt aber bereits deutlich erahnen, was hier einmal entstehen wird. So hat der modular aufgebaute 30-ständige Ringlokschuppen zwar noch kein Dach, aber allein schon das originalgetreue Fachwerk fürs Dach ist faszinierend. Das Schuppengebäude besteht aus 6 Modulen zu je 5 Ständen. Und davor befindet sich eine digital ansteuerbare Drehscheibe von KM1 mit 72 cm Bühnenlänge. Im weiteren Verlauf des Betriebswerks folgt unter anderem eine Dieseltankstelle und eine Großbekohlungsanlage mit Kran. Der Augsburger Bahnhof inklusive Bahnbetriebswerk besteht aktuell aus mehr als 50 Modulen. Er hat eine imposante Länge von 15 Modulen zu je 2 Metern. Bei diesen 30 Metern sind aber die Kurvenmodule an den Enden noch gar nicht mitgerechnet. Sie haben jeweils einen Modulradius von etwa 3 Metern. Wenn ich richtig gezählt habe, sind auf diesem Anlagenteil neben der Drehscheibe nicht weniger als 44 Weichen, 2 Dreifachweichen, 12 Doppelkreuzungsweichen und 2 Gleiskreuzungen verbaut. Alle Weichen und die Drehscheibe lassen sich ganz einfach per Gleisbildstellpult der Central Station 3 von Märklin schalten. Die Loks werden übrigens einerseits mit einer Central Station 2 gesteuert und zum zweiten über Tablets über die Main Station App auf Apple iPads. 5 Stück sind hier im Einsatz. Und man kann die Lok dann direkt steuern. Und jetzt lassen wir sie mal anfahren und dann sehen wir gleich, wie sie hier losfährt. Momentan ist das noch eine App-Steuerung. Inzwischen gibt es aber für die neue Zentrale ein Web-Interface.
Da braucht man dann diese App auch nicht mehr. Aber bei der Central Station 2 braucht man noch die App. Über die App hat man übrigens auch Zugriff auf das Weichenstellpult. Allerdings sollte sich der mobile Lokführer möglichst darauf beschränken, mit seinem iPad nur beispielsweise in einem Betriebswertbereich lokale Weichen für eine Rangierfahrt zu stellen. Als nächstes zeige ich mal einen schönen langen Zug auf einer Fahrt durch den Augsburger Bahnhof. Es handelt sich dabei um eine Baureihe 103.1 der Firma Benneken mit langem Führerstand. An ihr hängen 9 Märklin-Schnellzugwagen. Der Zug hat damit eine Gesamtlänge von rund 7,5 Metern. Nun zum nächsten Anlagenteil, der hier jetzt in Fahrtrichtung des fahrenden Schnellzugs mit der Baureihe 103.1 im 90-Grad-Winkel folgt. Dieser kleine Durchgangsbahnhof mit Lagerhalle und Güterschuppen ist sicher schon einigen aus meinen Videos von den normalen Fahrtreffen in München bekannt. Er ist das Kernelement der ovalen Modulanlage von Reinhold Brenner und hat eine Länge von rund 10 Metern plus Bogenmodule. Auf diesem Anlagenbereich befinden sich 8 Weichen plus 3 Doppelkreuzungsweichen. An diesem Bahnhof befindet sich gerade ein wirklich sehenswerter Epoche-1-Zug. Der Zug besteht aus einer sächsischen römisch 5T im Zustand des Jahres 1872, die zu einer thüringischen Lok umgezeichnet wurde, und 14 kurzen Güterwagen. Er wurde zum Fahrtreff von Modellbahnern der IG Spur 1 Mitteldeutschland mitgebracht. Die thüringischen Epoche-1-Wagen basieren größtenteils auf Sperrholzbausätzen aus Norwegen, die liebevoll mit diversen Feingussteilen ergänzt wurden, und diese Wagen zeige ich jetzt mal aus der Nähe.
Hier kommt jetzt gerade mal ein Schnellzug mit einer Baureihe 01 von Märklin vorbei und gleich zeige ich dann den thüringischen Zug im Fahreinsatz. Der thüringische Epoche 1 Zug durchfährt jetzt einen von Jürgen Peters mitgebrachten Modulanlagenbereich, den ich gleich etwas genauer vorstelle. Ich zeige nun noch einen sehr schön gestalteten 12,60 Meter langen Modulanlagenbereich, den Jürgen Peters aus Buchloe mitgebracht hat. Er besteht aus insgesamt 12 Modulen mit einer Länge von jeweils 1,80 Meter, die je nach Modul 40 oder 60 cm tief sind. Auf diesem Anlagenteil befinden sich 14 Weichen und eine Doppelkreuzungsweiche. Hier ist die Steuerungszentrale von Jürgen Peters, die aber beim Fahrtreff nur in der Modulaufbauphase im Einsatz war. Gesteuert und geschaltet werden die Loks und Weichen ja hier jetzt direkt über die große Anlage von Reinhold Brenner. Das optische Highlight der 12 Module von Jürgen Peters ist unbestreitbar dieses Abzweigmodul mit einem Stellwerkgebäude, das ich jetzt mal direkt aus der Nähe zeige. Nun noch der restliche Teil der Modulanlage von Jürgen Peters. Hier auf dem äußeren Gleis gibt es jetzt ein weiteres Zughighlight, das ein Modellbahner aus der Schweiz zum Fahrtreff mitgebracht hat. Der Zug nach Schweizer Vorbild besteht aus 11 Güterwagen, einem Personenwagen
und einer AE36 I, die wir uns jetzt gleich nochmal aus der Nähe ansehen. Dieses Modell der AE36 I ist von der Firma KISS Modellbahnen. Von ihrem Vorbild wurden 1920 bis 1929 insgesamt 114 Exemplare an die schweizerischen Bundesbahnen abgeliefert. Auch ein genauerer Blick auf die Wagen ist wirklich sehenswert. Und jetzt zeige ich diesen SBB-Zug im Fahreinsatz auf der Modulanlage. Nach der Schweizer Altbaulok kommt nun ein vorbildgerechter, moderner, siebenteiliger Intercity-Zug zum Einsatz, der als Modell wohl ein Unikat ist. Er besteht am einen Ende aus einem Intercity-Steuerwagen und am anderen Ende ist eine Baureihe 120 von KISS.
Die Intercity-Wagen hat Martin Gewecke aus Märklin-Schnellzugwagen realisiert, die er nicht nur umlackiert und entsprechend beschriftet hat, sondern zum Teil sogar umgebaut hat. Die meiste Arbeit hatte er wohl mit dem Steuerwagen. Das Kopfteil entstand im Wesentlichen aus Kunststoffplatten, die Gewecke mit Hilfe eines Heißluftwerkzeugs entsprechend dem Steuerwagenkopf geformt hat. Auch beim weiteren Bau des Steuerwagens kamen Kunststoffplatten und Autospachtel zum Einsatz, weil unter anderem das Drehgestell des Märklin-Schnellzugwagens und auch der Türbereich entsprechend dem Vorbild versetzt werden mussten. Schön ist zudem, dass der IC 2418 Fehmarn innen sehr aufwendig gemäß Vorbild gestaltet wurde. Auch bei diesem großen Fahrtreff durfte etwas Modellbahnabwechslung nicht fehlen. Reinhold Brenner hat hierzu wieder einen seiner großen Oktoberfestgrills angeheizt und vor der Fahrtreffhalle ein paar Biergartengarnituren aufgestellt, die natürlich auch für angeregte Diskussionen genutzt wurden. Und dann gab es natürlich auch eine entsprechende Pause, um die vorbestellten Händel zu genießen, gewürzt nach einem Oktoberfestrezept der Familie von Reinhold Brenner. Nein, jetzt geh nicht ans Telefon. So, jetzt ab. Jetzt aber wieder zurück in die Halle mit der Modulanlage, in der sich auch immer wieder ein paar Kleinserienhersteller präsentieren. Diesmal war neben den im Spur-1-Bereich schon bekannten Unternehmen Mo-Miniatur und Wema Bahnatelier erstmals die Firma Miri Rail aus Babenhausen bei Memmingen dabei. Dieser Spur-1-Modellbahndienstleister besteht im Wesentlichen aus Hans-Peter Miller und Detlef Richter. Hans-Peter Miller baut beispielsweise ganz individuell solche Brücken auf Basis von gelaserten Polystyrolteilen. Die Brücken werden dabei auf Wunsch auch vorbildgerecht mit sogenannten Zwangsschienen oder Fangschienen zum Entgleisungsschutz ausgestattet. Sie haben sogar filigran detaillierte Kleineisen-Nachbildungen. Detlef Richter hat noch eine V100 von KM1 mitgebracht, die er ein bisschen modifiziert hat. Wenn man im Führerstand reinschaut, sehen wir das jetzt gleich. Jetzt geht dann die Beleuchtung an. Wir sehen nichts, kein Lokführer. Und jetzt ist der Lokführer in Fahrtrichtung. Und beim Fahrtrichtungswechsel kommt er auf der anderen Seite raus. Mal schauen, ob wir das ein bisschen scharf kriegen. Jetzt nochmal runter. Und das ist noch ein Prototyp. Wann gibt es den dann lieferbar? Ja, ich habe jetzt 3 Prototypen gebaut und ich versuche das jetzt noch so ein bisschen zu modifizieren, dass der Aufwand nicht so groß ist für mich. Und mit 3D-Druck auch noch zu realisieren. Das ist für mich so ein bisschen Neuland gerade. Ich denke, dass es also im Frühjahr nächsten Jahres dann zu kaufen gäbe. Und das läuft dann mit 2 Servomotoren und ganz normal über den ISO-Loxant-Decoder kann man es ansteuern. Man kann dann leider die automatischen Kupplungen nicht verwenden, weil die Ausgänge der Decoder dafür hergenommen werden müssen, weil die Decoder halt momentan nicht mehr Ausgänge dafür vorsehen. Gut, aber man kann dann die Funktion als echte Spielfunktion, als nette Spielerei laufen lassen. Ja, vor allem die Lok, wenn sie hin und her fährt, sitzt dann der Lokführer halt immer in der richtigen Richtung. Das war halt mir das Wichtigste. Und auch auf der richtigen Seite. Ja, und wenn die Lok, die hat ja eigentlich keine Rückwärtsfahrt in dem Sinne. Sie fährt halt einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung.
Aber der Lokführer sitzt halt immer in die richtige Richtung. Normalerweise fährt er in eine Richtung immer rückwärts. Wo gibt es das schon? Nirgends. Das heißt, er fährt in Fahrtrichtung rechts nach vorne schauend. Genau, er fährt immer am richtigen Führerstand, der dafür da ist. Und wenn man die Lok abstellt, hat man gesehen, dann ist er einfach weg. Dann schauen wir uns den nochmal an und schauen wir mal, ob er jetzt hier ein Stück nach vorwärts gerade mal losfährt. Gut, bedanke mich. Nun kurz zu einer weiteren Diesellok von KM1, und zwar einer V160. Sie wurde gemäß Werkslokausführung der Gleisbaufirma Wiebe im Betriebszustand des Jahres 2010 produziert. Hier ist sie gerade als Gleisbauzug mit 10 entsprechenden Wagen unterwegs. Als nächstes gibt es einen schon am Anfang des Videos bei 4 Minuten 30 kurz gezeigten Schnellzug gemäß Epoche 1. Er besteht aus einer bayerischen S36, einem Packwagen und 4 Schnellzugwagen. Die Wagen wurden von der Firma MAM Modellbau aus Messing und Holz gefertigt und sind optisch im Zustand der Jahre 1908 bis 1911 gestaltet. Die S36 ist in ihrer Basis ein Märklin-Modell aus der stark vereinfachten Maxi-Blecheisenbahn-Produktlinie. Sie wurde beispielsweise am Schornstein umgebaut und auch mit diversen 3D-Druckteilen verfeinert. Mit einem weiteren Epoche 1 Zug verabschiede ich mich nun für heute von Ihnen. Es handelt sich um einen Güterzug mit einer schweren Mallet-Tenderlokomotive der Reihe GT2 x 4/4 der Königlich Bayerischen Staatsbahnen. Das Märklin-Modell ist 55 cm lang und sein Vorbild wurde ab 1913 gebaut.
So, das war's für heute mit meinem Bericht über das große Spur 1 Modulfahrtreffen am 2. September 2022 in München. Ich hoffe, mein Video hat Spaß gemacht. Falls ja, dann empfehlen Sie doch bitte einfach meinen YouTube-Kanal weiter. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.